Mo, we beat Real Madrid. How does it feel? I feel tired, but I feel very, very good. It's a very good performance for the team and for me also because I have taken the man of the match. And I'm happy for the fans, for the team, and we have a win together, and we are very happy. We can totally understand that you're tired. You fought in the defense, great tackles, and in the beginning you made the deciding pass to Timo Werner. How proud are you about yourself, also like getting that MVP in the end? This is because I want to help the team. I like it's the first. Ja, fertig. Huh? One second. Man of the match, Yes. ja. Thank you, bro. Huh. Yes, it's my friend. Great pass on to Yeah. Timo, right? Yes, because it's my friend. It's my brother. I want it happy because before it's sick. Good English. Huh? Good English. Before it's sick, and for the comeback, Bro, I want to you give did the a assist. good game. Can I see your Thank can I see your trophy? Yeah, Yeah, show me. it's in the cabin. Ah, Ja. okay, we celebrate it. Okay. Okay, bro. So, weiter, komm. Also Timo, wenn Mo gerade schon hier war, wie im Training, der passt beim 3-1? Ja, ich glaube, was er für eine Energieleistung nochmal aufgebracht hat am Ende vom Spiel, super. Auch, dass er das nochmal hochgeguckt hat. Ich glaube, ich bin erst auf den ersten, wollte ich laufen, bin dann auf den zweiten und dass er das so gesehen hat, super passt. Ich glaube, besser kann man es nicht machen. Wir waren selbst überrascht. Es war dein erstes Heimtor in der Champions League für RB Leipzig. Verrückt, oder? Bei der Atmosphäre heute perfekt. Ja, ich glaube, Champions League ist immer eine gute Atmosphäre bei uns hier im Stadion, nicht nur gegen Real. Aber dass das wirklich mein erstes Heimspieltor war in so vielen Spielen, schon für RB. Ja, hat mich auch gewundert, aber irgendwann muss es ja mal passieren, deswegen. Wurde Zeit, genau. Ja. Und kommen noch ein paar mehr, würde ich sagen. Wie geht man jetzt die nächsten Wochen an? Feiert man heute Abend erstmal oder jetzt schon direkt Blick auf die nächsten Spiele, Blick auch nach Warschau für die entscheidende Partie gegen Donetsk? Ja, um ehrlich zu sein, gibt es, glaube ich, nicht so viel zu feiern. Wir sind immer noch nicht weit in der Champions League. Wir sind in der Bundesliga weit hinter unseren Ansprüchen. Deswegen, ja, wir können mit dem, was wir heute erreicht haben, sehr, sehr zufrieden sein. Ja. Und genau so müssen wir weitermachen und ja, unsere Siege einfahren. Das ist mal eine Ansage. Ihr könnt trotzdem stolz auf euch sein. Timo, wir sind stolz auf euch. Vielen Dank dir. Ciao. Willi, 3:2 gegen Real Madrid. Glückwunsch, kann man nur sagen. Was geht gerade in dir vor? Ja, stolz auf die Mannschaft, auch auf den Verein, auch auf die Fans. Es war herausragende Stimmung am Ende natürlich, alle sehr glücklich. Heute können wir uns freuen, es war ein verdienter Sieg, ein harter Kampf. Zweite Hälfte war wirklich auch hin und her, dann auch unheimlich schwierig. Viele wichtige Duelle in der letzten Linie, wo wir unglaublich gut verteidigt haben. Und dann spätestens mit dem dritten Tor wusste ich, dass wir heute gewinnen werden. Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, ob du noch die nötigen Körner hast in der aktuellen Phase. Was du heute für überragende Grätschen hinten rausgehauen hast. Also Wahnsinn, hast du definitiv die Körner noch gehabt. Wo nimmst du das alles her? Und ich meine, Minute 90 lag es nicht am Boden, kein Krampf. Wie geht das? Ja, es geht nur gemeinsam als Team, klar. Ich muss meinen Beitrag auch dazu leisten. Ich fühle mich gut momentan und versuche natürlich der Mannschaft zu helfen. Dass es dann so wie heute funktioniert, ist umso schöner gegen so eine herausragende Mannschaft. Wir freuen uns, aber wir sind leider noch nicht ganz durch in der Gruppe. Deswegen müssen wir uns dann nochmal jetzt erstmal auf die Bundesliga konzentrieren, aber dann auch in Warschau nochmal ein gutes Spiel raushauen gegen Donetsk. Definitiv ist noch nicht durch. Der Blick geht auch bei dir schon nach vorne. Trotzdem, wie sehr beflügelt so ein Sieg wie heute jetzt für die nächsten Wochen? Ja, ich glaube, es gibt Selbstvertrauen. Diese Leistung müssen wir eben auch bestätigen, dann gegen auch andere Mannschaften. Aber ja, es ist eine super Energie, ein super Gefühl heute, das müssen wir mitnehmen. Ins nächste Heimspiel jetzt am Samstag gegen Leverkusen, aber dann auch im letzten Gruppenspiel gegen Donetsk und dann bin ich mir sicher, dass wir weiterkommen auch. Wie sieht euer Abend jetzt aus? Ein bisschen feiern oder Eistonne? Was kommt jetzt? Ja, kommt drauf an. Ich glaube, ein bisschen feiern geht heute schon, aber ja, ist schon etwas später. Ich glaube, so lange wird die Party dann nicht gehen. Willi, wir sind stolz auf euch. Starke Leistung und viel Erfolg. Marco, Glückwunsch zum 3:2 gegen Real Madrid. Wie fühlt es sich an und war das erwartete Spiel? Ja, der Gegner war schon gut. Wir wussten aber, dass wir auch gut sind und das haben wir heute gezeigt, finde ich. Ich glaube, starke erste 25 Minuten mit viel Energie auf dem Platz, mit viel Fußball. Haben dann auch 2:0 geführt, hatten noch Möglichkeiten drumherum. Wussten natürlich auch, dass wir gut verteidigen müssen. Das haben wir einmal nicht geschafft, erste Halbzeit. Dort haben wir ein paar Meter gespart und dann hat Real uns direkt bestraft. Zweite Halbzeit mussten wir zwischendrin noch mal viel leiden, viel hinterherrennen.
Dann haben wir gewechselt, haben nochmal Tempo gebracht. Mit Dani einen Spieler, den wir endlich wieder dabei haben. Und haben mit einem Konter dann auf 3-1 gestellt. Das war wichtig. Wir haben sehr fleißig verteidigt. Wir haben eine Top-Zweikampfquote. Ja, die Jungs haben sich das heute einfach verdient und das ist ein toller Abend, finde ich, für Fußball Leipzig. Absolut ein toller Abend, Mega-Abend für Leipzig. Wir haben ja schon im Hinspiel eine super Leistung gezeigt in Madrid. Heute hat es uns zum Sieg gereicht. Was war der ausschlaggebende Faktor? Waren es dann die Fans? War es nochmal die paar Prozentpunkte mehr in der Defensivleistung? Die Fans helfen uns immer. Also Heimspiele haben wir sehr gerne. Dort sind wir auch eine Macht. Das, glaube ich, kann man dann schon auch an der Statistik ablesen. Aber die Jungs nutzen das dann auch für sich. Sie fühlen sich wohl in dem Stadion. Sie waren füreinander da. Also war einfach eine tolle Teamleistung insgesamt. Und natürlich einfach die Motivation Champions League. Wir haben uns in die Gruppe reingearbeitet. Jetzt haben wir ein Endspiel in Warschau. Nach dem zweiten Spieltag sah das nicht ganz so gut aus für uns und dementsprechend nehmen wir das gerne mit und wissen aber auch, dass wir noch nicht weiter sind. Die Jungs waren alle schon komplett fokussiert auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Spiele, wie du gesagt hast. Es geht ja noch ins Entscheidungsspiel gegen Donetsk. Was bist du da für ein Typ? Sagst du jetzt nochmal, Jungs, genießt den Abend und dann geht es weiter ab morgen oder jetzt schon voller Fokus und Konzentration? Ja, den Plan haben wir ja schon länger gemacht, unabhängig von den Ergebnissen im Moment. Wir müssen gucken, wie wir die Jungs frisch halten, wie wir sie auch vom Kopf her frisch halten. Das heißt, morgen werden sie frei haben. Trotzdem weiß ich, dass eine Menge Spieler ins Trainingsgelände kommen werden, sich behandeln lassen. Und dann bereiten wir uns ab Donnerstag auf Leverkusen vor, müssen gut regenerieren, haben jetzt noch 5 Spiele. Im Pokal sind wir schon weiter, wir wollen in der Meisterschaft noch Punkte holen, wir wollen in der Champions League weiterkommen. Also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir heute den Abend, und das darf auch gerne jeder, dass wir den mal genießen, uns morgen ausruhen, das gerne auch morgen noch genießen und dann aber natürlich Fokus auf das, was kommt. Also uns erwarten intensive Wochen und Marco, genießt den Abend, wir sind stolz auf euch. Ja, auch. Danke dir. Guten Abend euch. Ciao.